Ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich mit diesem Dokumi-Review anfangen soll. Selten hat mich ein Event so umgehauen wie diese Messe und ohne Witz, ich liebe es. Würde man dennoch versuchen, einen Außenstehenden nur im stumpfen Ansatz die Dokumi zu erklären, dass es die größte Anime- und Japan-Expo Deutschland ist, würde man nicht mal im Ansatz an der Spitze der Spitze kratzen. Und ganz ehrlich, wie willst du das im einen Satz zusammenfassen? Nun ja, die klischeehafte Antwort der Dokumi auf meine vorherige Frage wäre in jeder Hinsicht einfach nur, ja. Aber wenn man dennoch die Dokumi im Allgemeinen kurz zusammenfassen müsste, und das kurz ist in starken Anführungszeichen gesetzt, nun ja, würde es so etwas rauskommen. Die größte Anime- und Japan-Expo Deutschland, die jährlich auf dem Messegelände Düsseldorf immer für ein Wochenende stattfindet und zu der schon mal plus minus 180.000 Besucher erscheinen können. Ja, das ist viel, aber hierfür hat man aber dann 200.000 Quadratmeter Platz, der sich über 9 Hallen erstreckt. Versucht man das um einen Tag abzuklappern. Viel Spaß beim kommenden Muskelkater. Auf dieser Fläche kann man dann auch über 1.800 Aussteller, Verkaufsstände und sehr, sehr viele unglaubliche Künstler vorfinden. Viel Spaß beim Artist Alley Marathon, die by the way zur größten Europa gehört. Und falls das euch noch nicht genug ist, hat man immer noch den Dokumi Ball, die J-Rave, zig von Bühnen und deren Shows wie zum Beispiel die Black Stage, Live Stage, Hananomachi, Fashion, Content Creator und Dance Area, die mit roundabout 140 Stunden Bühnenprogramm vorhanden sind. Und ja, ich will ja nur am Rande erwähnen, dass ein Tag ja nur 24 Stunden hat. Und zu guter Letzt der Nordpark. Holla die Waldpeter Nordpark. Eine Legende für sich selbst, aber darauf komme ich noch später zu sprechen. Das alles mag sehr beeindruckend klingen und vor allem sehr überwältigend wirken. Glaubt mir, das ist es in jeder Hinsicht. Aber eigentlich könnte fast jeder größere Veranstalter so ein Event organisieren mit den zuvor erwähnten Attraktionen. Was aber die Dokumi meiner Meinung nach so besonders macht, bist du. Oder salopp gesagt alle Geeks, Weeps, Nerds, Fans, Cosplayer, Gamer und halt auch ein zynischer Kameramann, die sich für ein Wochenende in Düsseldorf treffen und obwohl man sich größtenteils nicht kennt, ist es eine sagenhafte, entspannte Atmosphäre. Als ob man zu einem altbekannten Gruppentreffen zusammenkommt. Alle sind wirklich gut drauf, haben ihren Spaß ihres Lebens und genießen einfach die gute Zeit und das massive Angebot der Dokumi. Und ganz ehrlich, das ist magisch. Ich würde sagen, wir machen jetzt... Ja, ich weiß, wie klischeehaft das alles klingen muss, aber anders kann ich es beim besten Willen nicht beschreiben. Die Atmosphäre der Dokumi kann einen komplett umhauen, das steht außer Frage. Und das ist auch ein Grund, wieso ich dieses Projekt hier mache. Und auch der Umstand, dass ein Trailer nicht mal im Ansatz darstellen kann, was man auf der Dokumi erleben kann. Geschweige das Gefühl zu vermitteln, wenn man sich auf diese Messe einlässt. Ich will, um ehrlich zu sein, das Video hier nicht stumpf von meiner Seite aus komplett abarbeiten. Vor allem der Typ hier, der das erste Mal auf der Dokumi war, will euch Leuten da draußen etwas erzählen. Witzig.
Eigentlich müsste es andersherum sein und genau so habe ich es gemacht. Ich habe gefühlt halb Instagram angeschrieben, da ich auf der Suche nach Leuten war, die Bock hatten, für eine halbe Stunde sich vor meine Kamera als Moderator auszutoben. Und Junge, habe ich da korrekte Leute dafür bekommen, die ihr gleich kennenlernen werdet. Aber zuvor noch ein Dankeschön an alle, die ich kontaktiert habe. Danke, dass ihr mir zugehört und mich nicht sofort als Scam abgestempelt habt. Ich weiß das in jederlei Hinsicht zu schätzen. Und eine letzte Anmerkung. Leider hatte der Ton ab und zu einen Aussetzer. Sprich, es wird die eine oder andere Passage geben, in dem ich auf das interne Mikrofon der Kamera zurückgreifen musste. Also bitte nicht wundern, wenn auf einmal der Ton so miserabel klingt. So, aber genug gequatscht, fangen wir doch lieber mit einem Review an. Viel Spaß. Everyone's awed and inspired by you, and it's not very hard to see why. Hi, mein Name ist Sokrates Cosplays und wir sind hier auf der wunderschönen Dokumi. Ich bin heute als Gaston hier. Gaston ist der Antagonist im Disney-Zeichentrickfilm Die Schöne und das Biest, der 1991 erschien. In dem Gaston um jeden Preis die Zuneigung der Protagonistin Belle erringen will, jedoch gibt Belle ihm jedes Mal einen Korb. Und wie der Zufall es so will, findet sie in einem Schloss das Biest, zu diesem Belle eine Beziehung aufbaut. Das wiederum kann Gaston in jederlei Hinsicht nicht auf sich sitzen lassen. Und ich würde sagen, wir machen sie ein bisschen unsicher. Let's go. Hey, yo, du auch hier? Du bist auch da. Ich würde sagen, du kommst mit mir heute. Okay, let's go. Ja, wie schon erwähnt, ich cosplaye seit 2016. Irgendwann habe ich mir gedacht, ach, warum soll ich nicht zwei Sachen kombinieren? In dem Fall das Singen und das Cosplayen. Deswegen bin ich manchmal auf Veranstaltungen als Showact unterwegs. Genau. Und was ist mit dir? Seit wann bist du denn unterwegs, Striker Cosplay? Ja, ich bin seit 2008 mittlerweile unterwegs. Damals war die erste Convention, auf der ich war, die Dokumi. Da war noch Anfang der Naruto-Hype. Erstes Cosplay, Sasuke. Und ja, mittlerweile habe ich mich spezialisiert auf Gaming-Charaktere und Marvel-Charaktere. Ist jetzt keiner gerade, weil die Dragon Ball Zeit jetzt wieder kommt. Und ja, zusammen mit Sokrates Cosplays trainieren wir zusammen für die besten Dragon Ball Cosplays, die wir umsetzen können. Genau, da ich nämlich auch Son Goku cosplaye und er jetzt Son Gohan. Macht immer wieder Spaß und ist immer eine gute Motivation zu cosplayen und zu drücken. Definitiv. Son Gohan ist der Sohn von Protagonisten Son Goku in der Serie Dragon Ball. Dragon Ball gehört bis dato zu den erfolgreichsten Anime- und Manga-Serien nach One Piece und erschien schon 1984 als Manga. Und da die Serie schon dezent lang läuft, kann man deren Handlung grob herunterbrechen, dass Son Goku und seine Freunde immer wieder auf der Suche nach den 7 Dragon Balls sind und dabei zahlreiche Abenteuer zu bestehen haben. Und ach ja, Kampfturniere. Sehr viele Kampfturniere. Und wie sind wir eigentlich zum Cosplayen gekommen? Nun, das ist eine gute Frage. Ich war damals im Japan-Tag oder auf dem Japan-Tag und habe mir gedacht, hey, sieht ja cool aus hier, interessant, was machen wir? Ja, und da ich damals mit meiner Kindheit in Dragon Ball aufgewachsen bin, wollte ich immer schon Goku cosplayen. Ne? Deswegen bist du auch Gohan heute. Und das hat mich natürlich motiviert zu trainieren. Also Cosplayen hat mich wirklich motiviert zu trainieren, damit ich aussehe wie der Charakter oder bald dahin komme. Und dass man einfach wieder, alles klar, und dass man einfach wieder in die Rolle schlüpfen kann von seinem Lieblingscharakter, den man damals immer so gefeiert hat. Genau, und deswegen haben wir gesagt, machen wir das. Ich denke, bei dir ist es ähnlich, oder? Ja, tatsächlich war es bei mir aber nicht bei Dragon Ball, auch wenn ich damit aufgewachsen bin und das immer noch mein Favorite Anime ist. Aber bei mir war es 2008 tatsächlich mit Naruto, als das erste Mal auf RTL 2 noch gelaufen ist. Und dann habe ich damals diese sogenannten AMV-Videos geguckt auf YouTube, habe danach gesucht und zufälligerweise bin ich auf ein Cosplay-Video gestoßen und habe mir gedacht, was ist das denn? Die zeigen das gerade, was ich im Anime gesehen habe. Was ist das? Ah, Cosplay, dann habe ich Convention gelesen und dann habe ich da bei Google einfach die Konichi gefunden damals und dachte ganz spontan mit einem Kollegen da hinzufahren, 4 Stunden lang. Dann waren wir 4 Stunden da, 4 Stunden wieder zurückgefahren und ich war so im Hype, das war so eine komplett andere Welt tatsächlich. Und es hat mich direkt gecatcht und ich musste es ausprobieren. Kurz danach einfach Cosplay bestellt, spontan. Und dann ist man auf
verschiedene Anime-Treffen in Düsseldorf und Dortmund gegangen und hat immer wieder neue Leute kennengelernt. Und das jetzt schon 16 Jahre lang. Und den besten habe ich neben mir, den ich kennengelernt habe. Sag mal, was bedeutet die Dokumi eigentlich für dich? Also ich weiß, so wie wir gewachsen sind, ist auch die Dokumi gewachsen. Ne? Das ist von einem kleinen, fast nichts, so eine Schulaufführung, sag ich mal, oder Schulveranstaltung, ne? Zu dem geworden, was es heute ist. Eigentlich ja sogar die größte Convention hier, ne? Im Thema Anime. Ja, stimmt, da nennst du auch einen sehr guten Punkt. Ich habe noch miterlebt, wie die Dokumi damals an einer kleinen Schule, ebenfalls in Düsseldorf war. Und was wir jetzt hier mittlerweile sehen, einfach die größte Messehalle hier in Düsseldorf, ist wirklich sehr gigantisch. Vor allem, es hat ja auch ein internationales Niveau. Und da macht es halt wirklich Spaß, wenn man zurückdenkt an unsere Anfänge und jetzt sieht, wie wir mit der Dokumi gewachsen sind, wie du schon selber sagst. Also einer meiner Favorite Conventions auf jeden Fall auf Platz 1, ja. Und gewachsen ist in jederlei Hinsicht das richtige Wort, wenn man bedenkt, dass die erste Dokumi 2009 auf dem freien christlichen Gymnasium mit 1800 Besuchern stattgefunden hat, in Relation zu der Dokumi 2024, also 15 Jahre später, auf dem Messegelände in Düsseldorf mit plus minus 180.000 Besuchern. Somit konnte sich die Dokumi schon 2016 zu der größten deutschen Convention im Themengebiet der japanischen Popkultur etablieren und 2023 gehörte die Dokumi zu den größten Anime-Convention in Europa, auf der man als Besucher im Prinzip alles vorfinden konnte rund um die japanische Popkultur. Sprich Händler und Aussteller für Merchandise, Comics, Bücher, Kleidung sowie Game-Publisher, Manga- und Anime-Verleger, Foodtrucks mit japanischen Spezialitäten, Fanstände, Workshops, Ehrengäste und Autos. Wait, what? Nun, ich weiß zwar nicht, wo mein Pferd ist, aber dieses Ross würde ich auch gerne erwerben. Händler, ich würde gerne dieses Ross erwerben. Wenn du genügend Dublonen hast, geht das. Nun, ich bin Gaston, ich habe alles. Ich glaube, selbst Gastons Dublonen da reichen da nicht. Aber jetzt im Ernst, wie kamt ihr auf die Idee mit den ganzen Autos und mit dem Folieren der Wagen in Anime-Style und natürlich dann auf der Dokumi zu sein? Es hat sich daraus gebildet, dass wir irgendwann unser Hobby einfach mit Leidenschaft verbunden haben. Ne? Automobilszene, Tuning und dann halt auch die Anime-Liebe konnte man einfach gut verbinden, indem man sagt, hey, sieht gut aus, fährt sich gut. So hat sich das dann halt weiter verbreitet und wir haben Jeremy Tascha e.V. gegründet, was dann halt dafür da ist, dass wir den Leuten beibringen, wie kann man das machen, wie kann man selber seine Leidenschaft damit verbinden. Das war meine Einleitung und meine Eindrücke aus der Dokumi und leider muss ich das Mikro weitergeben. Deswegen, natürlich bist du nicht besser als ich, aber dennoch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ja, ich komme ja schon. Danke, Sokrates. Hi, ich bin Nanni von Nanni Entertainment. Und heute als Charlie Morningstar auf der Dokumi. Charlie Morningstar ist die Besitzerin des Heslin Hotels, auch der Name der Serie, die eine US-amerikanische Musical-Zeichentrickserie ist, die 2024 auf Prime online gegangen ist. Die Serie spielt in der Hölle und geht um Charlies Hoffnung, die Sünder in ihrem Hotel zu bessern und den Konflikt mit massenmordenden Herrschern der Engel des Himmels. Ja, klingt absurd, ist es auch, aber herrlich absurd. Wir sind seit 2 Stunden hier und es hat sich einfach angefühlt wie nach Hause kommen. Die Stimmung ist so geil, das Wetter ist einfach toll und ich freue mich, dass ich euch heute ein bisschen mitnehmen darf. Also los, hört auf zu trödeln, los geht's, kommt! Die
Dokumi, das ist für Cosplayer für mich einfach das Event des Jahres. Wir planen monatelang unsere Cosplay-Gruppen, arbeiten an Cosplays und was man hier besonders machen kann, man kann Kostüme der anderen bewundern. Du siehst einfach alles. Ich meine, das Kleid da oben, wie das glänzt, wie das funkelt. Sie sieht aus wie eine Prinzessin. Mal schauen, ob wir ihr ein paar Fragen stellen können. Hey, Entschuldigung, hallo, kann ich dir ein paar Fragen zum Cosplay stellen? Ja klar, natürlich. Du siehst einfach großartig aus. Komm mit. Dankeschön. So, was für einen Charakter cosplayst du und woher kommt er? Ich bin Marinette aus Miraculous Ladybug. Miraculous ist eine animierte Fernsehserie aus Frankreich mit Elementen aus der Familien-, Romantik-, Fantasy- und Action-Bereich, die ihre Premiere 2015 hatte. Die Protagonistin erhält jeweils ein verzaubertes Schmuckstück und das dazugehörige Zauberwesen, wodurch sie sich in die Superheldin Ladybug verwandeln kann. Super, das Kleid ist einfach nur ein Traum. Wie lange hast du daran gesessen? Ich war tatsächlich 3 Wochen Tag und Nacht dran. Also Wow, wie viele Lagen sind das, wenn ich fragen darf? 7 Stück. Es ist auch ganz schön warm. Ja, und auch mit den ganzen Glitzersteinen. Danke. Drehst du dich einmal für uns? Ja, aber natürlich. Ist das nicht traumhaft? Danke. Okay, und jetzt darf ich noch was fragen. Ich bin Nanni. Wie heißt du? Ich bin Lele. Hi, freut mich. Hi, mich auch. Ich danke, dass wir die Fragen stellen dürfen. Haben noch eine schöne Con. Danke, du auch. Tschüss. So, wir gehen weiter. Es ist so bunt. Oh mein Gott, die sehen alle so gut aus. Oh mein Gott, seht ihr diese Flügel? Das sieht so schön aus. Hey, ich bin Nanni. Darf ich dich fragen, wen du cosplayst und woher das kommt? Hallo, ich bin Eternal Sailor Moon aus dem Anime Sailor Moon. Sailor Moon ist eine Manga-Reihe als auch eine Anime-Serie, die 1992 veröffentlicht wurde. Die Protagonistin erhält magische Kräfte und kämpft als Sailor Moon gemeinsam mit ihren Freundinnen gegen das die Welt bedrohende Königreich des Dunklen. Sailor Moon gehört zu den internationalen erfolgreichsten und bekanntesten Anime und Mangas und gilt vor allem als einer der Wegbereiter neben Dragon Ball und One Piece für die japanische Popkultur in Deutschland. Du siehst einfach super aus. Drehst du dich einmal für uns? Danke, gerne. Das ist toll. Cosplayst du das heute zum ersten Mal oder machst du jede Dokumi, bist du Sailor Moon? Ich bin eigentlich immer Sailor Moon oder ein Charakter aus der Serie Sailor Moon. Klasse. Hat die Dokumi für dich irgendeinen besonderen Wert? Sagst du, die Con, verbindest du irgendwas Persönliches? Ja, ich habe auf der letzten Dokumi meine Freundin kennengelernt, mit der ich heute hier bin und uns verbindet eine Menge. Wow, also ist das heute euer einjähriges Genau, sozusagen? richtig. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das freut mich mega. Vielen Dank. Na dann hoffe ich, dass da noch ganz, ganz viele Dokumis dazukommen. Ne? Bestimmt. Alles klar, habt noch einen schönen Tag. Danke, du auch. Oh, ist das süß. Ich liebe es. Cosplay bedeutet für mich nicht nur, dass ich etwas mit meinen Freunden mache und aufkommt. Hallo, es geht hier um mich. Ich mache das gerade. Also, wo waren wir? Genau. Es geht nicht nur darum, auf Conventions was zu unternehmen und was mit Freunden zu machen, sondern auch übers Wochenende in ganz, ganz neue Rollen zu schlüpfen. Einfach mal einen anderen Charakter auszuprobieren oder wer anderes zu sein. Zum Beispiel, ich meine, Entschuldigung, guckt sie euch an. Sie sind Götter, oder? Ja. Wow, du siehst klasse aus. Darf ich fragen, wie lange du daran gearbeitet hast? Etwa 2,5 Monate. 2,5 Monate? Und wie viel hat es insgesamt gekostet? Eine Menge Geld. Über Geld spricht man nicht. Eine Menge Geld, das ist eine gute Einstellung. Und hier, ich sehe, ihr zwei seid bewaffnet. Ja. Sieht super aus. Kannst du einmal rausholen, das Schwert? Kann ich, ja. Wow! Ah, da kriegt man ganz schön Angst. Wie groß ist das? 2 Meter lang. Wow, und wiegt das viel? Es geht, sind knapp 2 Kilo vielleicht, 3 Kilo. Knapp 2-3 Kilo. Und wie ist es, wenn du es transportierst? Das geht? Man redet nicht drüber. Man redet nicht drüber. Darf ich das einmal anfassen? Gerne, ja, das auch halten und schwingen, wenn du willst. Nein, das kann ich gar nicht. Woraus ist das denn? Das besteht aus Eva Foam und einem Kupferrohr in der Mitte. Einem Kupferrohr, ja, da kommen die 2 Kilo auch gut zusammen.
Sieht super aus, ich werde noch Rockstar hier. Nein, sehr, sehr cool. Und dein Kostüm ist mega stark geweathert. Darf ich fragen, mit was du das machst? Ich habe das tatsächlich mit Acrylics-Farben gemacht. Mit Acrylics-Farben? Boah, wahrscheinlich auch ein haarigen Aufwand, oder? Auf jeden Fall. Mögt ihr drei mir noch sagen, woher ihr so kommt? Aus Berserk. Aus Berserk? Genau, wir alle drei. Berserk ist ein Fantasy-Manga, der seit 1989 veröffentlicht wird und 1998 wurde dieser auch als Anime-Serie umgesetzt. Die Geschichte dreht sich um den Söldner Guts in einer Fantasy-Welt und wie man schon an den Bildern erahnen kann, wird der Fokus auf Kampfszenen als auch auf eine komplexe Handlung gelegt. Alles klar. Vielen Dank für eure Zeit. Du schon wieder. Es geht hier um mich in dem Interview gerade. Danke, Leute. Oh, komm, wir gehen schnell weiter. Dieser Gaston. Okay, wir brauchen dringend jemanden, mit dem wir uns gegen ihn behaupten können. Oh, wie wär's mit ihm? Er macht auf jeden Fall Eindruck. Hi, ich bin Nanni und ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Auf jeden Fall. Sehr cool. Welcher Charakter bist du und woher kommst du? Also ich bin Geralt of Rivia. Geralt ist der Protagonist der Computerspielserie Witcher, die seit 2007 vom polnischen Spielehersteller CD Projekt Red veröffentlicht wurde. Die Geschichte um Geralt basiert auf den polnischen Büchern Wiedźmin, die 1990 erschienen und inhaltlich darum sich drehen, wie der Hexer gegen Bezahlung als professioneller Monsterjäger durch das Land zieht. Eigentlich aus Karamoren, aber im richtigen Leben bin ich aus der Schweiz. Warst du schon mal auf der Dokumi? Nee, das ist das erste Mal. Das erste Mal. Und was ist dein Eindruck? Extrem eindrücklich. Also ich muss sagen, riesengroß, extrem viele coole Leute. Ja. Ich war wirklich überrascht und man kommt fast nicht vom Fleck, weil alles viel zu sehen gibt. Ja, aber wer kann es einfach verdenken, wenn förmlich der Geralt aus Riva vor einem steht? Wow, dein Make-up ist einfach klasse geworden. Darf ich fragen, wie lange du dich morgens schminkst, um so auszusehen? Also das Schöne ist ja, ich muss mich nicht selbst schminken. Das macht meine wunderbare Frau, macht das. Wow. Das dauert 2 Stunden. Was für ein Glück. Sucht euch so eine Frau, Leute. Unbedingt. Aber meine ist schon weg. Tut mir leid. Können wir ein bisschen posen? Ich muss mich gegen so einen fiesen Gaston hier behaupten. Okay, gut. Ja, kann ich mir ein Schwert leihen von dir? Ja, nimm mal. Das Stahlschwert, perfekt. So, okay. So, dann nehme ich den Platz. Ja? Okay, wie machen wir das? Also ich stehe auf diese Seite, dann kann ich den Move machen, genau. Er macht seinen Move, zählst du bis 3? Genau, ich zähle bis 3, ja. Okay, 1, 2, 3. Und solange Nanni mit den Schwertern von Geralt nach einem neuen Opfer für ihre Fragerunde unterwegs ist, nutze ich mal die Zeit und stelle euch mal kurz den Nordpark vor, der automatisch genannt wird, wenn man Dokumi und Cosplayer erwähnt. Und das zu Recht. Praktischerweise liegt dieser direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Messe Düsseldorf. Und es wäre in jederlei Hinsicht nicht verwundernswert, wenn sich die Leute die Frage stellen, was nun so besonders an diesem Nordpark ist, weil, naja, es ist ja nur ein Park. Denn genauso habe ich am Anfang auch gedacht, by the way. Aber holla die Waldfee, lag ich falsch. Ja, es ist nur ein Park, in Anführungsstrichen, aber ein recht hübscher, mit wirklich vielen Bereichen wie einen japanischen Garten, Light Version by the way. Wer schon mal in einem echten japanischen Garten war, weiß, wie so einer aussehen soll. Aber naja, einen geschenkten Gau schaut man ja auch nicht ins Maul. Mehrere Brunnenanlagen, eine kleine Arena, mehrere Skulpturen, eine Pappelallee und verschiedene wirklich hübsche Anlagen. Alles Objekte, die sich erstaunlich gut eignen, um diese für Cosplay-Fotomotive zu nutzen. Dies war vermutlich auch der anfängliche Gedanke, dass man neben der Dokumi die Möglichkeit besaß, noch das eine oder andere hochwertige Foto zu schießen und nebenbei sich noch zu entspannen oder Abstand zum Besucherandrang der Messe zu bekommen. Das Erstaunliche an der ganzen Geschichte ist, dass dieses Angebot des Nordparkes nicht von der Dokumi gestellt wurde, sondern sich in der Lauf der Zeit sich eigenständig verselbstständigt hat, da die Leute gemerkt haben, dass man neben der Dokumi auch noch ziemlich viel Spaß haben kann, für den man am Ende keinen Eintritt bezahlen muss. Somit ist es am Ende auch nicht verwunderlich, dass sich gefühlt die komplette Cosplay-Szene im Nordpark trifft, sei es als Privatperson oder in einer Gruppe, um zu feiern, alte Freunde wieder zu treffen, Fotos von seinem eigenen Cosplay zu produzieren zu lassen, einfach den Tag genießen oder sich den einen oder anderen Gruppentreffen anzuschließen. Und gerade diese Gruppentreffen machen auch den besonderen Reiz aus, um den Park mal einen Besuch abzustatten. Denn egal ob One Piece, die Tagebücher der Apothekerin oder Hespian Hotel, man findet zu jedem Genre die entsprechende Gruppe, die vor allem von Fangruppen organisiert werden. Und zu diesen Treffen kommen da nicht mal 3, 4 Leute, nee, es könnte schon ein bisschen mehr werden.
Ich bin Lombizord von Instagram. Ich bin heute als Shanks da aus One Piece und ich gehöre zum Grand Line Stories Orga-Team auf Instagram und wir veranstalten ab und zu solche kleine Fan-Treffen hier mit ganz vielen One Piece Cosplayern und eventuell ist es ein bisschen ausgeartet, weil zu viele coole Leute einfach One Piece feiern und One Piece cosplayen und deshalb müssen wir das Treffen ein bisschen vorzeitig auflösen, weil wir zu viele Leute sind und hier auch ein bisschen Platz machen müssen, dass die Leute durchkommen. Aber es hat mega viel Spaß gemacht, es waren mega viele coole Cosplays dabei und danke, dass ihr alle da wart. Ihr seht ja hier ganz viele Leute von One Piece, die haben sich alle gefreut auf ein tolles Gruppenbild. Wir haben tolle Gruppenvideos auch gemacht. Also freut euch, wenn ihr dann auf die Instagram-Seite schaut. Da werden die alle hochgeladen. Ich bin schon sehr gespannt. Und allgemein sind wir eine Community, die auf Conventions Gruppentreffen für One Piece organisieren. Also es macht mir sehr viel Freude. Vor allen Dingen, weil wir immer neue Leute kennen. Und es macht richtig viel Spaß, die ganzen Leute zu organisieren, die ganzen Leute hinzustellen und neue Kontakte zu knüpfen. Das ist das absolute Highlight. Es ist erstaunlich und zugleich unglaublich beeindruckend, wie sich der komplette Nordpark für ein Wochenende zu einer völlig anderen Welt verwandelt. In dem, ich würde nicht lügen, wenn ich behaupte, Cosplayer im 4-stelligen Bereich unterwegs sind. Minimum. Das ist ein Anblick, den man in jeder Hinsicht nicht alle Tage hat. Und trotz, dass so viele vor Ort unterwegs sind, herrscht immer eine richtig entspannte und richtig geniale Atmosphäre. Ich war in diesem Sinne wirklich überrascht, dass man im Prinzip jeden Cosplayer ansprechen konnte, um zum Beispiel nach einem Shooting zu fragen. Was für mich wirklich erstaunlich war, wenn man bedenkt, dass ich die Leute nicht mal kannte und die Leute erst recht mich nicht kannten. Und dennoch herrschte vor Ort ein unglaubliches Grundvertrauen, solange man natürlich die Leute nett und höflich angefragt hat und nicht gleich mit der Tür ins Haus gefallen ist. Und somit war es mir als Nobody möglich, nach der einen oder anderen Anfrage mehrere Leute zu begeistern, um an meinem Cosplay Showcase Video teilzunehmen, das by the way gerade im Hintergrund läuft. Falls jemand von euch, der bei diesem Video mitgemacht hat, gerade zuschaut, nochmals vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für meinen spontanen Dreh genommen habt. Ich weiß dies in jederlei Hinsicht wirklich sehr zu schätzen. Danke nochmal. By the way, für die kommende Dokumi will ich den Dreh für das Dokumi Showcase Video besser machen und schon früher mit der Planung anfangen, damit am Ende der Dreh problemlos und schnell über die Bühne geht. In diesem Sinne, falls einer von euch auf der kommenden Dokumi auch mit dabei sein wird und Zeit und Lust hat, an diesem Showcase-Video teilzunehmen, dann schreibt mich bitte auf Insta an. Link unten in der Beschreibung. Insofern ist es, denke ich mal, nicht unbedingt verwundernswert, dass sich das ganze Geschehen rund um den Nordpark immer weiter sich ausbaut. Nicht umsonst habe ich oft genug gehört, dass die Dokumi zu 50% Messe und zu 50% Nordpark besteht. Würde ich an sich nicht zu 100% unterschreiben, aber nach dem Besuch im Park kann ich diesen Grundgedanken hinter dieser Aussage verstehen. So, genug gequatscht. Scheinbar ist Nani wieder zurück und droht mir mit einen Pferdekopfschlagstock. Ja, scheinbar hat sie jemanden gefunden fürs Interview. Viel Spaß. Geralt wollte seine Schwerter einfach wieder haben. Richtig frech. Aber zum Glück habe ich hier jemanden gefunden, der richtig Frauenpower und eine arschgeile Waffe mitbringt. Hi, darf ich dich fragen, wen du cosplayst und woher es kommt? Ja, gerne. Also ich cosplay Alice aus Alice Madness Returns. Alice Madness Returns ist ein Computerspiel von EA aus dem Jahre 2011 und ist eine Neuinterpretation des Klassikers Alice im Wunderland, das die Fragen und Thematiken wie Traumabewältigung, Realitätsverlust, Wahnsinn, Zuflucht und Fantasie behandelt. Und ja, ich habe die Waffe gesehen und war so, die in echt haben wäre schon echt cool eigentlich. Die hast du komplett selbst gebaut? Ja, wobei, dazu muss ich noch sagen, der Kopf, die Basis, hatte ich auch eine Anleitung noch von Pretzel Cosplay und die habe ich dann quasi an Stellen umfunktioniert und dann den Stab auch komplett selbst designt und noch weitergemacht. Auch dass es leuchtet und der ganze Paintjob, das sieht einfach nur großartig aus. Darf ich fragen, was dir an diesem ganzen Cosplay-Herstellung am meisten Spaß gemacht hat? Auf jeden Fall das Pferd auch basteln. Das Kleid nähen war eigentlich auch, hat auch Spaß gemacht, vor allem wenn man dann sieht, wie es nach und nach zusammenkommt über die Zeit, das ist einfach. Auch das Bestickte, all die Details, es sieht wirklich großartig aus. Dann danke ich dir für deine Zeit und ich wünsche dir noch eine coole Con, okay? Alles klar. Ist das nicht cool gewesen? Oh mein Gott, du siehst klasse aus. Hi, darf ich dir ein paar Fragen zu deinem Kostüm stellen? Ja, gerne. Wow, einmal, wie lange hast du daran gearbeitet? Nicht sehr lang. Die Basis ist gekauft. Ja? Und das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre alt. Es sieht auf jeden Fall toll aus. Und ist es schwer, sich daran den ganzen Tag zu bewegen oder geht es? Es geht. Das ist ja nicht meine erste Dokumi. Es ist nicht deine erste Dokumi. Wie oft warst du schon auf der Dokumi? Einmal letztes Jahr. Und darf ich dich fragen, was dein persönliches Dokumi-Highlight ist? Dass ich hier bin. Dass ich hier sein Dass du hier sein kannst? Ja. Ja, es ist auch einfach eine super geile Messe.
Darf ich fragen, ob du schwitzt in dem Kostüm? Ja, ein bisschen, aber... Ein bisschen, aber ein Cosplayer weiß sich zu helfen. Ja. Und zwar habe ich was Witziges da. Mega. Ich denke, da sind auf dieser Messe viele neidisch auf dich. Ich danke dir, dass wir dich interviewen dürften. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Con. Dankeschön. So, wir holen uns jetzt auch einen Ventilator. Na, schau einer an, da hat Nani tatsächlich vergessen zu fragen, was das für ein Cosplay ist und woher es stammt. Tja, ich dachte mir, dass ich so easy peasy rausfinden werde, was das für ein Cosplay ist, weil ich dafür sogar meine 2 Gehirnzellen aktiviert habe, um Cyberpunk 2077 und den Begriff Samurai zu googeln. Nur um dann das herauszufinden. Tja, blöd nur, wenn der Hauptcharakter auch unter Samurai gefüllt wird. Am Ende kann ich nur Vermutungen anstellen. Sicher ist, dass das ein Charakter aus dem Spiel Cyberpunk 2077 ist. Wer hätte das gedacht? Mit Bezug zum Konzern Arasta. Vielleicht eine Wache oder ähnliches. Hab tatsächlich nicht viel finden können. Kann auch sein, dass es einfach nur ein fiktiver Charakter ist aus einem fiktiven Spiel. Oh Gott. Ich sehe schon, wie ich in den Kommentaren platt gemacht werde. Zurück zu Nani. Schon viel besser. Erst 4 Stunden Con und wir haben schon so viel gesehen. Ich weiß gar nicht, was sich am meisten geflasht hat. Der Witcher, der Samurai oder doch die total tollen Kleider. Aber diesen Gaston, mit dem rede ich nochmal. Ich denke, den schnappe ich mir jetzt und überlasse das Mikrofon meinem Nachfolger. Außerdem gibt es noch 2 ganze Tage, so viele tolle Shows zu sehen, Cosplays zu bewundern und im Händlerraum zu sein. Ich hoffe, mein Nachfolger hat genauso viel Spaß wie ich. Für mich war es auf jeden Fall einfach nur klasse. Ciao, Leute! Hi, ich bin Tina und heute stelle ich euch einmal die Dokumi aus der Sicht eines Ausstellers vor. Ach ja, und bevor ich das vergesse, Naomi ist ein Mitglied der Strohhutbande, eine Gruppierung von verschiedenen Piraten, die auf der Suche nach dem legendären Piratenschatz One Piece sind. Dabei müssen sie es mit vielen mächtigen Piraten, aber auch mit der Weltregierung aufnehmen, welche die Entdeckung des One Piece um jeden Preis verhindern wollen. One Piece ist eine seit 1997 laufende Serie und ist eine der erfolgreichsten Manga-Serien schlechthin, die auch für Fernseh, Kino und als Anime umgesetzt wurde. Und vermutlich irgendwas mit Netflix, wenn ich mich recht erinnere. Das ist euer Stand. Hier einmal für Spielen. Da vorne sind ein paar Informationszettel und Wie kam es dazu, dass ihr so einen Stand gemacht habt? wir hatten einfach Lust, uns zu präsentieren und auch den Leuten zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und jederzeit irgendjemanden haben, den sie ansprechen können, wenn sie irgendwas brauchen sollten oder einfach freundlich sind wollen. Wie kam der Name Onitakus überhaupt zustande? Wir haben sehr lange überlegt und fanden eigentlich den Oni ganz toll. Eigentlich hängt er für gewöhnlich auch da, aber wenn die Fähre halt nicht hält. Und dadurch wurden wir halt irgendwie wach. Wenn wir in diesem Teil von Aussteller oder Ständen sprechen, darf man für den Moment darunter keine kommerziellen Aussteller verstehen, denn diese kommen später noch im Video dran, sondern Stände oder Bereiche, die von Fans eigenständig geplant, organisiert und aufgebaut wurden, was auf der Dokumi schon dazu führen kann, dass man über 1500 Fanstände vorfinden kann, was meiner Meinung nach eine absurd hohe Zahl ist, wenn man das sich auf der Zunge zergehen lässt. Somit ist es den Besuchern neben den ganzen Shopping-Möglichkeiten und den unterschiedlichen Bühnenprogrammen auch noch möglich, viele unterschiedliche und ziemlich kreative Fanstände zu besuchen und vielleicht noch den einen oder anderen neuen Kontakt aufzubauen. Von Ghostbusters bis zum Onitakus e.V. konnte man absolut jedes Genre auf der Messe antreffen. Allein der Arcane-Fanstand war einfach nur brachial. Und der absolute Wahnsinn, wie viel Herzblut allein in jedes Detail des Standes geflossen ist.
achtet mal darauf. Ich persönlich liebe so eine Detailverliebtheit in jederlei Hinsicht und habe den absolut größten Respekt vor diesen Ständen, die Monate oder vielleicht sogar Jahre an Planung und Vorbereitung investiert haben, um am Ende eine wirklich absolute, hochwertige Arbeit abzuliefern, die sich in jederlei Hinsicht mit einem Hollywood-Set messen kann. Looking to you, Richard. Ab und zu sollte man echte Fans das Kommando überlassen. Wenn man sieht, was diese am Ende mit minimalem Budget erreichen. Tja. Somit ist es, denke ich mal, nicht unbedingt verwundernswert, dass ich oft genug dachte, dass ich einen professionellen Händler vor mir habe, nur um am Ende dann zu realisieren, dass es eigentlich nur ein Fanstand war. Was doch schon irgendwie erschreckend und zugleich beeindruckend war, mit wie viel Leidenschaft die Fans an ihre Arbeit gingen. Hier mal ein Beispiel. Hi und herzlich willkommen bei uns im Bayou, hier auf der Dokumi, der Fotostand von Raptobot. Ein voll authentischer, voll mit den kleinsten und tollsten Details über das Videospiel Hunt Showdown. Hunt Showdown ist ein Ego-Multiplayer-Shooter, der 2019 von der Firma Crytek veröffentlicht wurde und in einem Fantasy-Western-Szenario in Bayous, Louisiana spielt, in dem eine mysteriöse Krankheit ausgebrochen ist und alle Einwohner in Zombies und Monster verwandelt hat. Man spielt somit als Kopfgeldjäger, um Offenheitsorte der Bossmonster zu finden, diese auszuschalten und anschließend mit den Trophäen von der Karte zu entkommen, um am Ende der Mission Kopfgeld und Erfahrungspunkte zu erhalten. Gemachter Stand von den Mädels von Raptobot, das ist nämlich die hier und die Kollegin, die da drüben steht. Und mit ganz viel Liebe widmen wir uns hier Hunt Showdown und auch Fallout. Und das Motto ist hier: kein Detail ist zu klein. Wir haben Props, die sind einfach der absolute Wahnsinn. Die Lulu rennt schon los. Ja. Schaut euch einfach die Details an, das ist halt einfach wie aus dem Spiel. Als hätte man einfach die Waffe genommen und aus dem Spiel hat. Aber nicht nur Waffen, sondern auch die Hintergrunddetails, als auch unsere Cosplays sind so authentisch, wie es geht. Und alles mit 100% Liebe zum Spiel und zum Detail. Wobei ich nun nicht den Eindruck erwecken will, dass auf der Dokumi alle Stände auf diesem absurden hohen Niveau unterwegs waren. Es gab auch halt andere Fanstände, wie zum Beispiel von Content Creator, Online-Blogs, Fantreffen, Cosplay-Fotografen, Musikprojekte, deutsche, japanische Verbände oder halt der Stand von Onitakus, die den Besucher einfach mal eine ruhige Ecke ermöglichen wollten. Dann gibt es halt nicht nur Vereine wie uns, sondern halt auch andersweitige Aussteller. Hier haben wir zum Beispiel den Essenzstand, der hat auch vielen Cosplayern morgens geholfen, sich fertig zu machen. Das finde ich persönlich extrem toll, weil manche haben einfach nicht die Zeit, sich morgens noch vor der Convention fertig zu machen und geben es dann einfach auf der Convention zu cosplayen, obwohl sie es eigentlich sehr gerne wünschen. Ja, dann gibt es halt auch noch die generellen Artists und daran finde ich eigentlich ganz schön, dass sie bereits existierende Charakter in ihrem eigenen Artstyle einfach nochmal wieder verwirklichen. Vor allem, ich kann das absolut so gar nicht. Oh boy, die Artist Alley. Wo soll man da nur anfangen? Also, ich würde ja nicht lügen, wenn ich behaupte, dass die Erwartung gegenüber der Artist Alley in jederlei Hinsicht übertroffen werden kann, da man problemlos vor Ort schon mal über 1000 Künstler aus der kompletten Welt antreffen wird, die ihre unglaubliche Arbeit vor Ort präsentieren, als auch zum Verkauf anbieten. Dokumi, pour moi, est le festival le plus agréable parce qu'il y a énormément de personnes qui sont vraiment intéressées par les créations personnelles, pas uniquement les licences, le fan art, etc. Et ils aiment vraiment l'art en général. Beaucoup de gens viennent pour l'Artist Alley et c'est ça que j'aime chez Dokumi. Ich bin schon broke gegangen an der Artist Alley, aber muss, ne? Und recht hat er, oder? Ich denke mal, man kann es niemandem übelnehmen, wenn man von so einer Kreativität umgeben ist und man gefühlt alle möglichen Kunststile oder Werke auf der Dokumi antreffen kann. Und nebenbei kann man auch mit seinen Lieblingskünstlern mal persönlich schnacken und direkt neue Kontakte knüpfen, was vermutlich für Fans das 9+Ultra ist. Was mir jedoch besonders gut gefallen hat, ist, dass die Orga darauf geachtet hat und Artworks von Ständen aus dem Verkehr gezogen hat, die von einer KI generiert wurde, was ich vollkommen unterstütze. Es zählt ja meiner Meinung nach am Ende auch nur das Talent. Ich schimpfe mich ja auch nicht als 5-Sterne-Koch, wenn ich mal ein Fertiggericht in der Mikrowelle zubereite. Naja, ich merke schon, ich drifte ab. Zurück zu Tina. Alle möglichen Creator sind hier diesmal versammelt. Das gab es letztes Jahr nicht. Und finde ich eigentlich tatsächlich schon ganz schön, weil wir halt sowohl generell große Influencer haben, als auch mehrere Synchronsprecher und normale Creator, als auch halt die ganzen Zeichner und wir als Communities. Also alles trifft mal aufeinander und ist eigentlich ganz schön. Ich würde sagen, es ist weiterhin ziemlich chaotisch, aber kein Wunder, es ist halt auch eine riesige Convention. Aber ich finde es gut, dass sie jetzt die Hallen weiter ausgeweitet haben, weil
davor war der Platz einfach so enorm gering, dass die Leute schon gar nicht mehr in die Hallen gepasst haben und sich extrem zusammengestaucht haben. Also jetzt hat man hier auch immer wieder Freiluft, um irgendwo zu laufen und die letzten Jahre war es halt einfach nicht wirklich gegeben. Und Menschen machen das hier normal als Händler? Ja, das hier ist schon wenig tatsächlich. Okay. So ungefähr nochmal die Hälfte und das ist nochmal die Hälfte drauf und das wäre normal. In dem Sinne gibt es halt auch nicht nur uns, sondern wir haben ja auch die Animangos. Im Prinzip haben wir alle das gleiche Ziel. Hallo, ich bin Jäger, also man nennt mich Jäger, ich bin hier vom Animango-Stand. Wir setzen uns für Cosplayer und generell Content Creator im Anime, Cosplay und Gaming-Bereich ein. Man findet uns auf Social Media, auf Discord, wo wir auch regelmäßig Events veranstalten. Der Stand ist für uns ein ganz besonderes geworden, finden wir zumindest. Wir haben halt mit einer relativ kleinen Fläche gearbeitet und uns rausgeholt. Das sind zum Beispiel unsere Creator, die ja Autogrammstunden geben, die man jetzt zum Beispiel gerade eine unserer Creator nicht die gerade Autogrammstunden und Prints verkaufen. Okay. Wie ist es für euch die Erfahrung mit der Dokumi? Die Erfahrung, also der Aufbau war ein bisschen stressig. Da gab es so 2, 3 kleine Problemchen in der Orga, die einfach ein bisschen schief gelaufen sind. Aber letztendlich hat alles problemlos dann doch noch geklappt. Wir haben alles richtig hinbekommen. Wir sind super happy hier zu sein. Wir haben alle riesen Spaß hier. Die Leute sind alle cool drauf. Die Orga ist nett und freundlich, hilft immer, wenn sie helfen kann. Also es ist einfach super hier. Das war jetzt einmal die Perspektive der Händler und die letzte Bitte, die wir noch hätten, wäre, wenn ihr für etwas einsteht, macht das auch zusammen, lasst die Leute nicht im Stich und jetzt würde ich einfach weiter übergeben an den nächsten Moderator. Viel Spaß noch, auf Wiedersehen. Dankeschön. Hi, ich bin Shima, wir sind gerade auf der Dokumi und ich stelle euch jetzt ein bisschen die Händler vor und kommt mal mit. Ja, ihr habt mich erwischt. Das ist nicht die originale Tonaufnahme, aber sorry, diese Einzelaufnahme konnte ich einfach nicht löschen. Der Ersatz sieht einfach nicht mal im Ansatzweise so gut aus. Dankeschön. Hi, ich bin Shima. Wir sind gerade auf der Dokumi und ich stelle euch jetzt ein bisschen die Händler vor und kommt mal mit. Die Artist, scheiße, egal. Okay, ja. So, wir sind jetzt am Figuria-Stand und ich bin hier mit der Vanessa. Mit der Vanessa, die uns jetzt erstmal ein bisschen erzählen kann. Wie oft wart ihr denn schon auf der Dokumi? Wir sind schon ganz, ganz oft auf der Dokumi gewesen und wir sind auch alle sehr, sehr aufgeregt tatsächlich, weil es jedes Jahr was Neues ist. Aber es gefällt euch gut? Sonst würdet ihr nicht so oft wiederkommen. Es gefällt uns sehr, sehr gut. Also es ist eine schöne Convention auf jeden Fall. Ja, alle 3 Tage seid ihr hier? Wir sind alle 3 Tage da. Genau. Und ihr habt mehrere Standorte? Genau, wir haben Berlin, Leipzig und Dresden. Ja, sehr schön. Und auf Conventions ist es dann das Highlight oder verkauft ihr lieber in euren Stores? Also es ist schon ein Highlight, weil man lernt viel mehr Leute kennen und es ist schon wirklich immer toll, neue Cosplays zu sehen und es ist schon eine ganz andere Atmosphäre als im Store. Ja, dann danke ich dir. Kein Problem. Und viel Spaß noch auf der Dokumi. Danke euch auch. Danke. Ja, ich komme gleich auf jeden Fall wieder, den brauche ich. Nicht verkaufen. Alleine der letzte Clip zeigt ganz gut dar, dass man ziemlich viel und im Prinzip alles bei den Händlern vor Ort vorfinden kann. Was für mich in jederlei Hinsicht beeindruckend aussah, aber um ehrlich zu sein, habe ich absolut keine Ahnung rund um die Thematik der Händler. Meine Reaktionen beschränkten sich auf nett nicken und verwirrt schauen, vor allem wenn ich erfahren habe, wie viel so eine Figur kosten kann. Aber hey, zumindest weiß ich, was Crunchyroll ist. Jedoch erkenne ich sogar als Anfänger, dass alles rund um Anime und Co. in der heutigen Zeit absolut keine Nischenindustrie mehr ist. Und dass schon sehr viele Händler deutschlandweit und ab und zu auch weltweit mit mehreren Filialen vertreten sind, um die Nachfrage der Fans zu decken. Im Zahlen gesprochen generiert die Anime-Industrie plus minus 25 bis 30 Milliarden im Jahr. Das dann auf der Dokumi ziemlich gut wiedergespielt wurde, wenn man bedenkt, wie viele Händler vertreten waren. Und um mal den Elefanten im Raum anzusprechen. Wie viele Händler sind hier eigentlich? 166. Und wie viele Artists gibt es? 724. Woher weißt du das? Dokumi-App.
Danke dafür. Wenn man nun aber noch die Fußballindustrie mit 40 Milliarden in Vergleich setzt, merkt man schnell, dass der Anime-Markt nicht so nischig ist, wie die üblichen Vorurteile gegenüber Anime und Cosplay es auf den ersten Blick vermuten lassen. Aber ich will euch auch nicht weiter mit trockenen Zahlen hier zutexten. Zurück zu Shima. Sind wir hier beim Manga Mafia und der Dennis stellt uns jetzt mal ein bisschen den Laden hier vor. Also was wir bei uns halt typisch haben, wir kaufen ja natürlich Mangas und alles, was da halt dazu gehört. Merch, Anime, Stuff, Snacks und sonstiges halt. Wir haben mehrere Standorte schon in Deutschland. Ich bin jetzt persönlich aus der Filiale in Mannheim, natürlich hier in Düsseldorf haben wir auch einen. Und sonst Siegen, Aachen, Dortmund, Ulm, Kaiserslautern hatten wir noch, Hamburg, Berlin und Köln. Ja, ihr seid schon weit vertreten, ich sehe. Also. Auf jeden Fall, kannst du uns noch mal erzählen, wie du die Dokumi findest? Bist du gerne hier? Wie lange seid ihr schon hier? Also wir als Firma sind schon seit 10 Jahren hier. Persönlich, ich bin jetzt erst das 3. Mal oder 4. Mal jetzt genau hier und das erste Mal jetzt als für Manga Mafia. Persönlich hat es mir auch immer gut gefallen und ist halt immer was los. Immer. Also werdet ihr noch mal wiederkommen? Definitiv. Sehr schön, dann vielen Dank. Ja, Asche über mein Haupt. Ich habe tatsächlich vergessen, Shima die Möglichkeit zu geben, ihr Cosplay-Charakter vorzustellen. In diesem Sinne, Katsuki ist der Nebencharakter der Anime-Serie My Hero Academy, die schon seit 2014 erscheint und die in einer alternativen Welt spielt, in dem die meisten Menschen mit Superkräften geboren werden. Jedoch nicht der Hauptcharakter Izuku, der um jeden Preis ein Superheld werden will und eines Tages tatsächlich die Möglichkeit erhält, an der Schule für Superhelden ausgebildet zu werden. Neben den Händlern bei der Dokumi haben wir ja auch noch ganz viele andere interessante Sachen, zum Beispiel Helden für Herz. Und wir gehen als Verein zu lebenslimitierten Kindern und machen denen dort eine schöne Zeit. Also unser Verein wurde halt wirklich aus dem Zweck gegründet, dass man halt den Leuten eine schöne Zeit machen wollte, halt gerade weil nicht nur die Kinder an sich, die halt eine soziale oder körperliche Beeinträchtigung haben oder halt eine limitierte Lebenslänge, sondern auch die Eltern und die Geschwisterkinder halt oft irgendwie vernachlässigt werden bzw. im Hintergrund geraten und halt auch die Eltern halt einfach das auch mal genießen, dass sie halt ihr Kind halt wirklich eine schöne Zeit hat und neben diesen ganzen Trauern, also dem ganzen emotionalen Stress halt wirklich mal eine emotionale Erleichterung geschaffen wird. Ja, das ist eine wirklich schöne Sache. Und wie kann man euch buchen? Wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Also bei uns läuft das so, dass die Vereinzelten, die Kliniken, die Ronald McDonald Häuser nehmen halt zu uns Kontakt auf an unsere E-Mail-Adresse und dann wird halt für uns ein Event erstellt. Da haben wir einen Eventkalender, da kann man sich dann eintragen, als was man kommen will oder es wird was Bestimmtes angefragt und dann gucken wir, was wir tun können und wir sind wirklich deutschlandweit aktiv und versuchen jedes Event mitzunehmen und irgendwie helfen zu können. Ja, sehr schön. Und ihr sucht noch Mitglieder, habe ich gehört? Ja, wir suchen gerade Prinzessinnen oder Superhelden, Marvel, DC, Spider-Man kommt immer super gut an, aber auch teilweise solche Sachen wie Star Wars oder hier Jurassic Park, solche Sachen. Oder einfach Leute, die halt da Lust drauf haben, sich sowas in der Richtung vorstellen können. Prinzessinnen, Feen, alles. Okay, ja Leute, also wenn ihr Lust habt, meldet euch. Vielen Dank. So, ich hoffe, ihr hattet jetzt einen kleinen, aber schönen Einblick von der Dokumi. Das war mein Part und tschüss. Hi Leute, danke Nani für die Überleitung und ich stehe hier gerade vor Halle 9, wo der Cosplay-Wettbewerb stattfindet und ich möchte euch zeigen, dass die Dokumi nicht nur für Händler und Käufer und das da ist, sondern dass hier auch Cosplay als Kunstform gewürdigt wird. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein, oder? Und, ach ja, bevor ich das vergesse, Kento Nanami ist ein Nebencharakter in der Serie Jujutsu Kaisen und arbeitet als Magiermeister an der städtischen Fachoberschule für Magie in Tokio. Jujutsu Kaisen ist eine Manga-Serie, die 2018 erschien und später 2020 als Anime adaptiert wurde. In der Thematik wie das Übernatürliche in dem modernen Zeitalter behandelt wird.
So, jetzt sind wir in der Halle und da ist gerade der erste Auftritt von Frieren. Frieren, ja, das deutsche Wort Frieren, ist eine Manga-Fantasy-Serie, die seit 2020 erscheint und später auch als Anime veröffentlicht wurde. Die Geschichte dreht sich um die Elfenmagierin Frieren und ihre Begleiter, die den Dämonenkönig bereits besiegt haben, und um die Thematik, welche Vor- und Nachteile ein sehr langes Leben mit sich bringt. Das ist ja schon irgendwie beeindruckend, dass so viele Leute hier sind, oder? Ja, es ist verdammt beeindruckend. Also ich muss sagen, es ist schon mal krass, wenn man in Halle 1 reinkommt, aber jetzt hier die Blackstage zu sehen, wenn sie voll ist, das ist schon ein sehr großes Gefühl. Ich schätze mal so bestimmt 1500 bis 2000 Leute sind gerade hier und schauen alle der Cosplayerin zu, die hier einen ziemlich coolen Auftritt hinlegt. Und das ist meiner Meinung nach gerade das Besondere, das die Dokumi so ausmacht. Es ist nicht unbedingt schwer, mehrere hundert Händler auf einer internationalen Messe zusammenzubekommen oder auch, bös gesagt, zig von wirklich begabten Künstlern, die auf der Messe dann ihre Kunst verkaufen. Dass die Dokumi Fans, also Leute wie du und ich, sprichwörtlich so eine große Bühne bietet, damit man sein Hobby und seine Leidenschaft einem wirklich nicht zu verachtenden Publikum präsentieren kann, ist einfach nur unglaublich. Und somit bietet man auch de facto den Besuchern der Dokumi am Ende noch eine breitere Palette an Attraktionen. Sei es Events oder Turniere im Poetry Slam, ein Zeichen- oder Karaoke-Wettbewerb, Dance-Off-Contest, ein Maid-Café oder auch hochwertige Workshops und Panels von Cosplayer für Cosplayer, um Sachen beigebracht zu bekommen. Und natürlich der Dokumi Cosplay-Wettbewerb. Und neben all diesen Events, Turnieren und Contesten gibt es noch zig von anderen Veranstaltungen, die ich nicht mal geschafft habe zu besuchen. Als auch die zuvor erwähnten Stages, sei es die Black Stage, auf denen man von Sängern, Performern bis zu Showgruppen im Prinzip alles vorfinden konnte. Die Live Stage, wenn man sein Bühnenprogramm rund um E-Sport, musikalische Show-Acts und Talkpanels etwas beschaulicher haben will. Die Fashion Stage, eine Modeschau auf der Dokumi mit dazugehörigen Panels, Workshops und die Talkrunden rund um das Thema Fashion. Die AMV Area präsentiert in ihrem Programm über 700 handverlesene AMVs aus der ganzen Welt und am Ende auf der Siegerehrung des AMV-Contests werden die besten AMVs gekürt. Und nebenbei gibt es den kleinen, aber feinen Club namens Hananomachi. Übersetzt die Stadt der Blumen. Im Prinzip ein Club im japanischen Stil, in dem man Programme mit Tanz, Gesang, Schauspiel und weitere Vorführungen vorfinden kann. Ganz im Stile eines Kabaretts. Und falls jemand von euch japanische Elektromusik abfeiert, ja, dann ist die JRF allemal einen Besuch wert. Und mal Real Talk, ich bin absolut kein Clubgänger, absolut nicht. Aber die Stimmung auf der JRF war absolut Bombe. Jetzt ohne Witz. Und das sag ich als Kellerkind. Vor allem, als dieser Banger-Song angelaufen ist der Laden regelrecht explodiert. This is the story of Jäger. Und zu guter Letzt der Cosplay-Ball. Alter Schwede, ey. Vermutlich die Veranstaltung auf der Dokumi, die mich komplett geflasht hat. Hut ab dafür, by the way. Aber ja, das ist eine Abendveranstaltung mit einem strikten Dresscode, da nur Ballkleider auf dieser Veranstaltung erlaubt sind und Leute, die sich nicht an diesen Dresscode halten, nicht eingelassen werden. Aber keine Panik, keine 0815 Ballkleider, sondern in diesem Fall wird es stark begrüßt, in Cosplay-Ballkleider zu erscheinen. Und ja, der Anblick im Saal war wirklich sehr beeindruckend. Somit hat man, und ich weiß, das wird jetzt ziemlich wieder kitschig klingen, aber somit hat man dann vor Ort eine wirklich magische Atmosphäre gehabt, wenn man so viele kreative und unglaubliche Cosplays zu sehen bekommt, mehrere zum Thema passende Show-Einlagen und die Möglichkeit besitzt, verschiedene Tanzstile den kompletten Abend bis in die Nacht hinein durchzutanzen. Und ganz ehrlich, ich habe die Leute beneidet. Aber naja, am besten macht ihr euch ein eigenes Bild vom Ball.
war sehr cool. Es waren sehr viele schöne Cosplayer da. Sehr gute Leute, die tanzen können. Auch wenn ich es am Anfang nicht so konnte, hat es mir So, jemand beigebracht. recht mit der Eigenwerbung hier, ey. Es ist ja wirklich ein wunderschönes Projekt und ich kann es in jederlei Hinsicht empfehlen, aber das könnt ihr euch dann irgendwann irgendwie mal selber anschauen, wenn ihr mal die Zeit dafür habt. By the way, die Leute vom Cosplayball veranstalten auch zur Weihnachtszeit einen famosen Winterball. Video dazu folgt demnächst. Genug gelabert, jetzt zurück zu Karu. So Leute, das war die Dokomi für dieses Jahr. Ich hoffe, dieses Video hat euch so viel Spaß gemacht, wie es uns gemacht hat. Ja, es war wie immer das Highlight des Jahres für mich. Ich finde es immer total beeindruckend, wie viele Leute hier im Cosplay, in sehr guten Cosplays auftreten. Und mir macht es besonders Spaß, auch jedes Jahr mit neuen Cosplays aufzutauchen und zu zeigen, was man so gelernt hat in den Jahren. Das ist jetzt meine 4. Convention und ich hoffe nicht die letzte. So, ich bin Karukos und könnt mich auf Instagram finden. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr. Ciao! So, das war's. Es fühlt sich irgendwie komplett falsch an, das zu sagen. Vor allem nach so einer langen Zeit, aber ja. Das war mein Review rund um die Dokumi 2024, in dem ich versucht habe, diese in groben Zügen darzustellen. Auch wenn das Review nun über 1 Stunde lang geworden ist und dies nach sehr viel aussieht, kann ich jedem hier versichern, dass es nur ein Bruchteil ist der Möglichkeiten, der Attraktionen, Events und den genialen Leuten, die man vor Ort antreffen kann. Das Paradoxe an der ganzen Geschichte ist sogar, dass ich der Meinung bin, dass ich für die komplette Messe zu wenig aufgenommen habe, obwohl gefühlt ständig die Kamera lief und ich am Ende somit knapp 300 GB an Rohmaterial zusammenbekommen habe. Für 2,5 Tage ist das für meine Verhältnisse echt nicht übel. Und dennoch ist mir zu oft dieser eine Gedanke gekommen, vor allem bei der Bearbeitung dieses Reviews, dass ich doch mehr hätte filmen sollen. Dies zeigt meiner Meinung nach ziemlich gut, wie massiv das Angebot der Dokumi ist. 2,5 Tage reichen in jederlei Hinsicht nicht aus. Und dieser Kommentar kommt von jemandem, der auf der Messe wie ein Hamster wie auf Koffeinschock von A nach B gebrettert ist. Well played. Aber ich will mich am Ende auch in jederlei Hinsicht nicht beschweren, wenn ich bedenke, was alles mir ermöglicht wurde, auf der Messe zu produzieren, aber vor allem zu erleben. Abgesehen davon bin ich besonders stolz auf Sokrates, Nani, Tina, Shima und Karu. Danke, wirklich absolutes größtes Danke, was ich euch nur vorstellen kann, dass ihr mir am Anfang zugehört und zugesagt habt. Gerade dank eurer grandiosen Leistung war es mir überhaupt möglich, dieses Mammutprojekt zu produzieren, auch wenn die eine oder andere Moderation hölzern wirkt. Aber da bitte ich meine Zuschauerschaft geflissen darüber hinwegzusehen. Da es alleine daran lag, dass wir kaum Zeit für die Vorbereitung, geschweige für eine Probe hatten und all die Aufnahmen ziemlich spontan aus dem Stegreif entstanden sind. Im Prinzip habe ich die 5 alle ins kalte Wasser geworfen, frei nach dem Motto, mach mal was. Netter Kameramann. Dennoch bin ich überglücklich, was wir für sagenhafte Aufnahmen am Ende zusammen produzieren konnten und dafür will ich mich bei euch 5 aus tiefstem Herzen bedanken. Aber nicht nur bei den 5 will ich mich bedanken, sondern auch bei allen anderen Leuten, die ich vor Ort kennenlernen durfte. Vielen Dank, dass so viele Leute mir zugehört und mir bei dieser Produktion ausgeholfen haben. Sei es mal, um mal schnell zu posieren, beim Showcase-Video mitzuwirken oder einfach mal mir mit einem Ersatzlaptop auszuhelfen. Danke, dass ihr mir so eine fantastische Zeit ermöglicht habt. Es war einfach nur grandios. Und noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ich baue aktuell eine Produktionsgruppe auf, um zukünftig größere und aufwendige Videoproduktionen möglich zu machen. Ich suche in diesem Sinne nach Leuten, die sich so eine Gruppe 1- oder 2-mal im Jahr anschließen wollen. Egal, ob das nun Cosplayer oder auch Leute aus dem Videobereich sind, als Tonmeister, Regie, Ausleuchter, SFX oder VFX-Spezialisten oder auch Maskenbildner. Egal wer, jeder ist willkommen. Bei Interesse bitte einfach mich auf Instagram anschreiben, Link dazu unten in der Beschreibung. Joa, ich denke mal, nach über einer Stunde habe ich nun euch genug vollgequatscht und ausreichend die Dokumi im Groben dargestellt. Bleibt jetzt nur noch eure Meinung. So it was the best day in my life maybe, because it's the first festival where I can show people my suits. And it was amazing when people comes and ask, wow, it's really incredible, can I make a photo? And like, it's make my day. Thank you very much for organization and that I can go here and make this. Yeah, Dokumi, very busy, very exciting. Lots of people love my cosplay.
I always hear Gandalf, Gandalf, and people want to take pictures of me. I'm very happy to make other people happy. So yeah, it's great fun and I love it. Also Dokumi hat mir wieder super gefallen, bin zum 3. Mal da. Dieses Jahr zum ersten Mal komplette Family, mein Sohn, meine Frau mit dabei, alle im Cosplay. Super Stimmung, tolle Community dort. Der Nordeingang, der neue, super Sache, also wir sind alle happy. Also ich muss sagen, ich fand das Wochenende sehr schön. Man hat ja gemerkt, es war sehr viel Verbundenheit, auch unter den Menschen. Die Artists, die da sind alle sehr nett, sehr auch freundlich einfach. Es war ein schönes Wochenende. Ich kann es empfehlen. It was very overwhelming. Lots of people, lots of things to do. It's not enough for 3 days. There has to be more sometimes, but it's super amazing here. Really amazing. Richtig gut dieses Jahr, auch weniger voll. Ich glaube auch, weil das Gelände größer war. Ich fand es richtig angenehm. Auf jeden Fall. Eine schöne Messe, super Leute waren da. War ein bisschen überwältigend in der Größe einfach, aber super cool, dass das so möglich war. Viele nette Leute getroffen, respektible Ansprachen. War alles ein schöner Umgang heute. So soll das bleiben, so geht das ganze Wochenende. 可以遇到来自不同国家的好友聚在一起，我们可以去玩、去跳舞、去聚餐，这是一个非常幸福和幸运的事情。 Ich habe mir immer noch nicht mal die Hälfte angeschaut, ist viel größer als erwartet. Mache ich dann morgen. Ich habe die Dokumi wie jedes Jahr genossen und gefeiert. Habe super hübsche Menschen gesehen, super tolle Cosplays und nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Oh, mit der Servus. Also ich muss sagen, die Dokumi ist eine saugeile Sache. Da kriegst du alles, das ist eine super Sache und weiß nicht, ich fühle mich einfach hier wohl. Das Bier, es geht so, aber sonst ist es wirklich eine super Schau. Da müsst ihr alle hingehen. Also kommt's her, auch nächstes Jahr, die Tage werden einfach nur geil. Das macht unheimlich viel Spaß, da durchzulaufen. Ist alles voll friedlich und voll relaxed und viele tolle Cosplays. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Leute, die daran Interesse haben, einfach hier mal vorbeizuschauen. Super Ding. Dokumi hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Würde ich weiterempfehlen, auch mit Freunden hier zu kommen. Also ich fand die Dokumi heute richtig cool. Es war ein wunderschöner Tag. Ich habe viele coole Leute gefunden und kennengelernt. Es ist einfach der geilste Ort einmal im Jahr. Ich wünschte, es würde noch öfters stattfinden. Ne? Ja, war auf jeden Fall ein echt cooler Tag heute. War auch mein erster Tag auf der Dokumi und hat mir echt Spaß gemacht. Also der Tag hat mir sehr gut gefallen. War auf jeden Fall ein sehr starker Start. Ich bin gespannt, wie die nächsten Tage werden. Mal gucken, ob das Wetter mitmacht, aber es ist super hier. Ich lieb's! 我认为Dokumi漫展是一个非常吸引人、非常有趣的地方。我来自中国，但是我很高兴我能在欧洲这样的地方找到，有如此多二次元同好聚在一起的地方。我非常喜欢Dokumi，我明年还会再来。 War cool, war angenehm, das Wetter hat mitgespielt. Nee, heute war ein geiler Tag. Ich habe nicht so viel gemacht, aber ich bin schon broke gegangen an der Artist Alley, aber muss, ne? Der Tag heute, wie jedes Jahr eigentlich, wieder super geflasht. Mir hat's top gefallen. Mega Tag gewesen auf jeden Fall. Die Dokumi ist meine absolute Lieblingsconvention und gehe ich jedes Jahr gerne wieder hin. Das erste Mal, das so krass mitzuerleben, wie riesig das Ganze war und wie überraschend gut organisiert. Also ich würde auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Es war jetzt ja erstmal begeisternd, wie unterschiedlich und mit wie vielen Charakteren die Menschen da so alle unterwegs sind. Das ist schon sehr faszinierend und was man so für abgefahrene Outfits irgendwie sehen kann. Das ist schon eine irre Geschichte, die uns auch gut gefallen hat. Echt krass, wie riesig das ist, aber ich finde es mega geil. Sehr geil. Super geil. Geil. Also ich fand es sehr, sehr interessant, so viele verschiedene Menschen zu sehen und auch Menschen zu fragen nach Fotos, weil alle Leute dort waren halt sehr offen. Und ja, ich fand es insgesamt eine sehr, sehr schönes Erlebnis auf jeden Fall. 2 Wörter. Das war das Dokumi Review. In den Hauptrollen to lead you back to the start. Yep, no accessing these woods since before your father stood. That path is beaten good from the feet of all that wandered through it. Old growth holds hope, let the bramble scrape your skin. Scars of storybooks, blood will wash away your sins. Now let that sun slip, then let that moon rise. Following no footsteps, listen for the true gods. Woods to play tricks
on pretty blue eyes? Is that Plymouth the river, or your village finally brought back to life? Follow me tonight, I'll show you what it's like to be alive. Mitwirkende: It seems like we're all lost. We see the secrets, we know the unknown, know the unknown, know the unknown. Keep close, hold my hand, girl, just be strong. We can follow this river right back to your home, back to your home, back to your home. Allison beside, for 100 years before this, they were packing up supplies, preparing for a long trip they may not survive. And many of them know this, they would rather die than believe the question. So this is why we try. We bet it all on hopeless and swim against the tide until our every bone is broken. A sinking ship is still a ship till captain spoke the obit, till the crew is flew. Crow's nested silent beneath the ocean. We set sail without an anchor. We count upon that never stop. An anchor's just a coffin nail waiting for that hammer drop. It holds you by the ankles till it pulls you to the anchor. Run straight stable to be able to slip out from under devil's thumb. Keep your anchors. My home is where my hat is hung. Postcard, printed paper, and love notes from the lattice rung. Blessed are the vagrant, the lonely are the static. Kamera, Schnitt und Sprecher. Just ravishing, I know. It seems like we're all lost. We can follow this river back home. River back home. Benutzte Musik. Back home. I know. It seems like we're all lost. We see the secrets, we know the unknown. Know the unknown, know the unknown. Keep close, hold my hand, girl, just be strong. We can follow this river right back to your home, back to your home, back to your home. It seems like we're all lost, but we see the secrets, we know the unknown, know the unknown, know the unknown. Du bist ja immer noch da. Puh, Respekt. Ja, okay, gut. Hier. Das will doch jeder haben, ne? Hier, Outtakes. Viel Spaß. Hey, Striker Cosplay, komm doch zu mir. Hey, was ein Zufall! Ich würde sagen, wir machen jetzt... Was war das denn für dich? Mein Bizeps ist ganz wunderbar. So haben wir gerade angefangen. Aber ich weiß, ist doch egal. Verwirr mich doch nicht! Ich liebe das Geräusch. Entschuldigung. Das Teil ist so die Tagesverkaufs und wir haben auch den Stand. Der Stand, genau. Geil, so. Lieben wir. Auf der Stand. Weitermachen? Okay. Hör auf, mich zum Lachen zu bringen. Bitteschön. So, jetzt hattet ihr hoffentlich einen schönen und einen kleinen Einblick. Nein, das ist auch dumm. Abgesehen davon suche ich für die Dokumi 2025 Cosplayer, die Interesse haben, eine Rolle im kommenden Fan-Trailer mitzuspielen. Zu diesem Banger-Song hier natürlich. Unterwasseraufnahmen als auch Fahrtaufnahmen sind schon fest geplant. Wer also Bock hat mitzumachen, schreibt mich bitte auf Insta an. Die Geschichte um Geralt basiert auf den polnischen Büchern Wiedźmin, die 1990 erschienen und inhaltlich darum sich drehen, wie der Hexer gegen Bezahlung als professioneller Monsterjäger durch das Land zieht. Ein bisschen. Oh Gott, Luft holen wäre nicht schlecht. Ich war in diesem Sinne wirklich überrascht, dass man im Prinzip jeden Cosplayer ansprechen konnte, um zum Beispiel nach einem Shooting zu fragen. Was für mich wirklich erstaunlich war, wenn man bedenkt, dass die Leute mich nicht kannten und die Leute erst recht mich nicht kannten. What? Wodurch sie sich in die Superheldin Ladybug verhandeln kann. Ja, man kennt's. Zauberwesen, wodurch sie sich in die Zauberwesen, wodurch sie sich in die what the fuck? Zauberwesen, wodurch sie sich in die Zauberheldin... Wieso über Zauberheldin? Macht doch keinen fucking Sinn. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Schmuckstück und das dazugehörige Zauberwesen, wodurch sie sich in die Zauberheldin Ladybug verwandeln kann. Noch einmal.
verzauberte Schmuckstück und das dazugehörige Zauberwesen, wodurch sie sich in die Lady... wenigstens Lady. Wodurch sie sich in die Superheldin Ladybug verwandeln kann. Aha. Am Ende kann ich nur Vermutungen anstellen. Sicher ist, dass das ein Charakter aus dem Spiel Cyberpunk 2077 ist. Wer hätte das gedacht? Mit einem Bezug zum Konzern Araska. Araska? Araske. Okay, jetzt komplett neu, nur um sicher zu gehen, falls ich da irgendwas verkackt habe in der Sprache. Was ja nicht so ungewöhnlich wäre. Ja, ihr habt mich erwischt. Sorry, aber das... Was? Das wiederum kann Gaston in jeder Hinsicht nicht auf sich sitzen lassen kann. Wer schreibt diese Texte, Alter? Es gab auch einen Moment, den ich in jederlei Hinsicht am Ende verflucht habe, da ich zu diesem Zeitpunkt den Akku wechseln musste und nicht weit von mir ist jemand im Fresh D-Cosplay vorbeigelaufen. Wer auch immer das war, Respekt an dein Cosplay und vor allem für deinen Humor. Gerade dieses Cosplay hätte ich um Verrecken nicht erwartet, dort anzutreffen, aber das zeigt halt ganz gut da, dass man im Nordpark mit allem rechnen und alles dort machen kann. In diesem Sinne, berühmte letzte Worte, Fresh D aus Nordpark, du warst der Real MFP der Dokumi. Peace. Scheiße. Ich wünschte, ich hätte Cuddy's Stimme.